Kleine Challenge für diese Messe. Was wird der teuerste Fiat 124 sein, den wir auf dieser Messe finden? Ich kann euch sagen, der ist teuer. Wenn ihr das wissen wollt, schön dranbleiben. Willkommen zu einem neuen Video hier aus Svens Garage, heute aus Vicenza, Oldtimer Messe, 3 Tage. Ich bin den ersten Tag da. Ich bin gespannt, was die Italiener Anfang des Jahres alles so zu bieten haben. Die Messe geht insgesamt über 3 Tage, kostet 23 € Eintritt. Für einen Erwachsenen ist aber heute schon reduziert auf 18 €, da gibt es so einen Sonderrabatt. Ansonsten geht die insgesamt über 4 Hallen und einen Außenbereich. Es gibt hier auch einen Privatverkaufsbereich, den werde ich mal suchen und dann schauen wir mal, was wir da so alles finden. So, das war jetzt ein bisschen Gesuche, aber ich habe die Halle 4 gefunden mit den Privatverkäufen. Ich bin schon echt gespannt, was da so alles steht. Auto Bianchi als allererstes hier in der Halle, das ist ein Abarth R, so steht es geschrieben, von 81. Der hat 44.000 Kilometer, 70 PS, steht hier für 14.000 €. Hat natürlich schon einiges erlebt, aber es ist sicherlich ein kleiner Rennwagen. Sein Land Rover 88 Cabrio mit einer 2,3 Liter Dieselmaschine von 78, 25.000 €. So vom Zustand her, klar, der hat einiges erlebt, wurde auch das eine oder andere erneuert und sicherlich gibt es dann noch das eine oder andere, was man technisch sich genauer angucken müsste. Noch ein Defender, der ist von 94, der steht für sein Alter extrem gut da. Das ist ein 300 TD mit einer 2,5 Liter Maschine, keine Kilometer ausgewiesen, 46.000 €. Aber ansonsten, der muss ich schon sagen, der steht für sein Alter extrem gut da. So, ein MG von 1960, das ist ein A1600. Roadster, keine Kilometer ausgewiesen, 30.000 €. So vom Zustand her, der wurde benutzt, aber gibt sicherlich das eine oder andere, was man noch tun muss, was bei Engländern eigentlich nicht untypisch ist. Aber so, für den Preis, denke ich, ist das okay. Und mit dem deutschen TÜV gibt es da eh keine Probleme. Der ist noch im Originalzustand, zumindest sieht es so aus. Fiat 124, Sportcoupé von 71. Der steht hier in einem fantastischen Zustand. Zumindest ist kein Rost so auf die Schnelle von oben rund zu entdecken, aber der hat natürlich auch sicherlich schon einiges erlebt in Italien. 11.500 €. So, jetzt was ganz Seltenes, sieht man auf deutschen Straßen eigentlich gar nicht. Ein Maserati Ghibli Coupé mit 80.000 Kilometer, der ist von 1994, hat eine 2 Liter Maschine und ich kann jedem nur empfehlen, sich mal solche Motoren anzuhören, weil die wurden echt auf Klang gebaut und nicht auf Leistung. Der steht hier auch in einem guten Zustand, die Farbe passt zu ihm. Also wer ein Fahrzeug sucht, was 38.800 € kostet, sportlich, selten, dann auf nach Italien. Das Fahrzeug hat einen 2 Liter V6 Turbomotor mit etwas über 300 PS bei nur 1300 Kilo. Also der lässt sich auf jeden Fall sportlich bewegen. Und der Name von dem Fahrzeug übersetzt heißt er wohl heißer Wüstensand. Jaguar XJS, der ist von 95, hat eine 4 Liter Maschine, 39,9. So, jetzt was ganz Seltenes. Und da ärgere ich mich jetzt gerade ein bisschen. Ein M5, ein E61, 5 Liter V10 Motor mit 127.000 Kilometer aus 2008. Der kostet 85.000 €. Steht allerdings auch für sein Alter perfekt da. Hat ein SMG-Getriebe drin. Ansonsten, Felgen sind sauber, nicht ramponiert, Lack in einem perfekten Zustand. Und warum ärgere ich mich? Weil ich genau vor 12 Jahren so ein Fahrzeug angeboten bekommen habe, mit deutlich weniger Kilometer, für 25.000 € netto. Den hätte ich mal nehmen sollen, gell? Ferrari 348, der ist von 91, 64.999, hat 115.000 Kilometer gelaufen. Ein Bauer Cabrio, ein BMW, ein 320 von 82, in einem guten Zustand, der steht hier für 20.000 €. Die meisten von euch werden es erkannt haben, das ist ein Peugeot GTI, ein 1,9
Der ist von 87, steht hier für stolze 29,9 mit einem Panoramadach. So vom Lack her, er ist schwarz, empfindlich, ja. Hat auch schon mal dann hier und da Nachlackierung erlebt, aber scheint komplett und original zu sein, auch innen. Porsche 912 von 66, der steht hier für stolze 46, hat aber einiges an Handlungsbedarf. Zumindest rostmäßig hat er einige Blasen. Es gibt was zu tun. Der Winter ist vorbei, aber der nächste kommt bestimmt. VW T3, der ist von 83 mit einem 1,9 Liter Benzinmotor, 29,9. Den finde ich sportlich vom Preis her. Passt jetzt eigentlich gar nicht zu den Vierrädern, aber der steht hier so einfach rum. Das ist eine Honda, eine CB500. Die ist von 75 in einem perfekten Zustand. Also ich finde die ja bildschön und die hat 37.000 Kilometer gelaufen. Also da muss ich schon sagen, geilo. Und daneben gleich eine Piaggio, eine 125er Primavera von 81. Die sind beide leider ohne Preis, sonst würde ich es euch gerne mitteilen. Jetzt wieder was Seltenes, allerdings auch ohne Preis. Das ist ein Mazda 323, ein GTX mit einer 1,9 Liter Turbomaschine mit Allradantrieb. Den sieht man bei uns auf der Straße auch selten. Das ist eher was so fürs Sammler natürlich, aber ich kann euch leider nicht sagen, was der kostet. Mercedes 450 SL, ein 107er von 76, US-Version 31,5. Maserati B-Turbo Spider, 2 Liter Maschine von 85, 28.000 Euro. Keine Kilometerangabe leider. Wieder ein seltenes Fahrzeug, wieder ein Maserati, ein Mexiko mit einer 4,2 Liter Maschine. Der ist von 68 in einem sehr schönen Zustand. Ich mag ja die Form auch extrem leiden und auch mit den Zentralverschluss-Speichenfelgen. 89.000 Euro. In einer hübschen Farbe. Also das Rot steht ihm extrem gut. Lancia Fulvia, 1300er Rallye von 71 in einem Rallye-tauglichen Zustand für 28.000 Euro. Audi S6 2,3 Turbo mit Automatik, der steht hier für 13,5. Gibt ein bisschen was zu tun an dem Fahrzeug, da hat hinten rechts einen kleinen Schaden, lässt sich aber alles beheben. Aber was das Auto hat, wie ihr natürlich alle wisst, einen unschlagbaren Allradantrieb. Der ist wirklich geil. Der nächste Maserati, wieder ein Biturbo Spider, wieder ein 2 Liter von 93 für 35.000. Kein Oldtimer, ein Nissan 370Z mit einem V6-Motor mit 193.000 Kilometer. Der steht hier auch, ich mag ihn halt leiden, der ist spannend, für 22,5, der ist von 2010. Auch noch kein Oldtimer, der ist von 2006. Ein Petty Cruiser. Ich bin mal gespannt, wie der sich entwickelt. Ich finde den ja schon mega hässlich. Kann natürlich sein, dass das ein Kultobjekt wird. Der steht hier für 9.000 Euro. Ein Panda Café von 92, 6.600 Euro. In einem schönen Zustand, auch innen wie außen. Doch, Panoramadach macht einen guten Eindruck von oben. BMW 328, ein E36 von 95 in einem brauchbaren Zustand mit Schaltgetriebe, 19,950. Ein Strandbuggy auf Käferbasis von 72 mit einem 1600er Motor, leider ohne Preis, aber cool anzuschauen, schöner Zustand. Scheint neu aufgebaut zu sein. Etwas komfortabler wie der Strandbuggy ist dieser Jaguar hier. Ein XJ, der ist von 92 mit einer 3,2 Liter Maschine für 17,5. Die fahren sich auch extrem komfortabel. Sierra 4x4 Cosworth von 92, 31.000 Euro. Meine englischen Freunde, die würden jetzt zuschlagen. Wieder ein seltenes Fahrzeug, ein Lancia K-Coupé 2 Liter Turbo 16V. Der hat 205 Horsepower und ist von 98 für 10.000 Euro. Viele von euch werden es erkannt haben, DS Brake von 71 in einem total schönen Zustand. Also ich finde das Fahrzeug auch formschön, ist auch mega bequem zu fahren für 36.000 Euro. Echt klasse gemacht. Also wer den
mal in Händen hatte, die Restauration bei den Fahrzeugen ist schon sehr komplex. So, wer einen Fluchtwagen sucht, absolute Rakete, ein Fiat Uno Turbo von 89, der steht hier für stolze 18.000 € von Stefano. So, der nächste Audi Bianchi 112 Abarth mit 70 PS, der ist von 84 mit 59.000 Kilometern in einem besseren Zustand wie der erste, dafür natürlich auch deutlich teurer mit 25.000 €. Porsche 911, ein 996 Cabrio, ein 4S, der ist von 2005 mit 106.000 Kilometer. Der steht hier für 59.000 € und hat Automatikgetriebe. BMW Z3, ein 1,8i von 97, 16,5 mit Schaltgetriebe. Farbe okay, müsste man einmal polieren, so im Großen und Ganzen. Ein recht guter Zustand, allerdings kann ich euch nicht sagen, wie viele Kilometer, nicht ausgeschrieben. VW Käfer, Cabrio 1300er von 73 für 18.000 €. Vinylverdeck, so auf den ersten Eindruck schaut er jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Mercedes E124, ein 250er Diesel mit Schaltgetriebe von 93. Kilometer kann ich leider nicht ablesen. Ansonsten Stoffausstattung, Klimaanlage hat er. So optisch natürlich Gebrauchsspuren, auch einiges an Kratzer, aber dafür der spannende Preis von 5.000 €. Also da muss ich sagen, das ist nicht zu viel, selbst wenn am Motor was ist. Und eigentlich sind die 250er, die Dieselmotoren sind ja mega robust. Ne? Ich glaube, den könnte man sich genauer anschauen. Ein Fiat 124, ein 1600er, der ist von 73 für 29.000 €. So, auch für Italien selten. Ein seltenes Fundstück, das ist ein Fulvia Coupé Rallye von 1600er HF von 1970. Und den gibt es ja zum Sammlerpreis von 83.000 €. Jetzt war ich hier ein wenig in Atemnot. Hier ist ein Fiat 124, habe ich gar nicht gewusst, ein Abarth Rallye, so mega selten. Der ist hier von 75 und der kostet 85.000 €. Und das sind die auch wert. Ich habe mal gerade mich ein bisschen schlau gemacht. Die werden teilweise auch sogar noch höher gehandelt, je nach Zustand, bis zu 100.000 €. Das ist natürlich schon eine Schippe, ne? Also, dass der italienische Markt für Überraschungen gut ist, das bin ich ja mittlerweile gewohnt. Aber das hat mich jetzt zweimal überrascht. Triumph TR4 von 62 für 26,5. Also ich muss schon sagen, hier sind ausgesprochen viele Engländer. Lancia Fulvia Sport 1,3S, der ist von 69 für 45.000 €. Und so werden die auch gehandelt. Also das ist gar nicht mal so daneben. Und das ist bisher der einzigste Zagato. Mal gucken, ob wir noch ein paar andere finden. Porsche 356 von 55 für 185.000. Das ist ein 1500er. Das ist ein Porsche 356, ein BT5 Cabrio, der ist von 1960, komplett restauriert, 150.000 €. Das ist auch was Seltenes, ein Fiat Abarth Zagato, den gibt es hier für 115.000 € mit einem 750 Kubik Motor. Fiat Panda von 87, ein 4x4 Sisley 15,5. Das sind die Preise, die gehen extrem nach oben, gerade beim 4x4. Unglaublich. So, ein Youngtimer, die nächsten Oldtimer, Porsche, ein Boxster, ein 3,2. Der kostet 31,9. Ist ein Handschalter, leider ohne Kilometerangabe. Ich gucke mal, ob ich noch was finde. Nee, leider nichts gefunden, außer dass es ein 3,2S ist. So, das war Teil 1 mit allen Fahrzeugen, die hier zum Privatverkauf stehen und ein paar Preise dazu. Da waren natürlich einige interessante Fahrzeuge dabei. Also ich kann nur sagen, die Messe ist zwar nicht groß, aber wie immer Qualität statt Quantität zählt auch hier. Im zweiten Teil, da suche ich euch dann so ein paar seltene und durchaus kuriose Dinge raus. Wenn ihr da Bock drauf habt,
dann immer schön dranbleiben. Ansonsten bleibt schön rostfrei.